Hallo liebe Freunde des gepflegten Zweirad-Bergab-Sports. Ich stehe hier in Andorra. Hier ist am Wochenende die Downhill-Weltmeisterschaft 2024 und Downhill-Weltmeisterschaft bedeutet auch immer richtig geile Custom-Bikes. Ich nehme euch jetzt einfach mal bitte die Pits, die sind hier hinter mir und wir schauen uns die WM-Bikes 2024 an. Hier hinter mir zu sehen sind die Pits vom Team Neuseeland. Das ist bei der Weltmeisterschaft teilweise ein bisschen anders organisiert als bei World Cups. Es gibt zwar auch die Pits von den großen Teams, aber eben auch so nationale Pits hier eben Neuseeland. Und eine Person, die für den neuseeländischen Downhill-Sport sehr, sehr wichtig ist und da sich auch sehr, sehr engagiert ist, Wyn Masters. Der GT-Fahrer ist für die WM nominiert worden, fährt ein weißes GT Fury mit ein paar schwarzen Akzenten. Ist ein sehr, sehr schickes Rad und auch einfach schön zu sehen, dass Wyn Masters hier dabei ist. Macht ja seine Trackwalk-Videos, seine ganzen Interviews, hat es aber auch auf der Rennstrecke richtig drauf und ist einfach ein richtig guter Kerl, der den Nachwuchs fördert, der die neuseeländischen Kids fördert. Von daher beide Daumen hoch für Wyn Masters. Wanna be it, wanna feel it. Wir sind jetzt in den Pits von den Athertons. Stimmung ist prächtig. Schöner Andreas sitzt da hinten, fährt sich gerade einen Hamburger rein. Ansonsten wird an den Rädern geschraubt. Hier links neben mir das Rad mit der Startnummer 1. Charlie Hatton ist ja letztes Jahr in Fort William Weltmeister geworden. Andy Kolb letztes Jahr in Fort William Zweiter geworden, Silbermedaille. Also besser geht's eigentlich nicht. Mal schauen, was unser Lieblingsblogger dieses Jahr reist. Und die beiden Jungs, die haben recht spezielle Räder von Atherton. Und zwar, glaube ich, das erste Mal in der Firmengeschichte lackierte Räder. Charlie auf einem dunkelblau lackierten Rad oder eloxiert oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es blau und nicht mehr schwarz. Andy als Österreicher auf einem roten Rad. Sieht beides echt super schick aus. Ja, ansonsten technisch weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob sich allzu viel verändert hat. Aber bei der Weltmeisterschaft steht ja sowieso ein bisschen mehr die Optik von den Custom Bikes im Vordergrund. Und so von dem, was man hört, auch was man vom Team hört, die Räder sollen wahnsinnig gut funktionieren. Und auch hier in der Höhenluft Andorras darf man echt gespannt sein, was die beiden schnellen Jungs am Samstag im Finale reißen. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Für uns Deutschkartoffeln natürlich die allergrößte Hoffnung auf eine Goldmedaille hier bei der Weltmeisterschaft ist Nina Hoffmann vom Santa Cruz Syndicate. Wir haben uns gestern ihr Rad angeschaut und das Rad von Laurie Greenland, haben beide ein Custom Design bekommen. Ollie Davis auch im australischen Design, haben wir jetzt nicht durchgefilmt. Auf jeden Fall alle drei Räder richtig schick. Ich finde es ja immer so ein bisschen schwierig, die deutschen Landesfarben in einem Fahrrad umzusetzen. Ich finde beim V10 von Nina Hoffmann ist es echt gut gelungen. Schwarz-rotes Santa Cruz V10 mit ein paar goldenen Akzenten, goldenes O-Chain. Das ist einfach ein super stimmiges Rad, was ich persönlich mir eigentlich auch so an die Wand hängen würde oder kaufen würde. Und ich bin mir sicher, dass Nina am Wochenende hier richtig Gas geben wird. Letztes Jahr hat sie hier in Andorra schon gewonnen. Die Strecke liegt hier richtig gut. Sie ist bis in die Haarspitzen motiviert. Ja, und auch Laurie Greenland, der hat ja dieses Jahr so ein bisschen Probleme mit der Gesundheit, kommt nicht so ganz in Tritt, aber an einem guten Tag ist er trotzdem ein Fahrer, der wirklich um den Sieg mitfährt. Meiner Meinung nach sein V10 blau-weiß-rot in den britischen Landesflaggen ist vielleicht noch ein Tick gelungener, sieht noch ein bisschen mehr nach WM-Bike aus und das V10 ist ja generell über alle Zweifel erhaben, also ein richtig gutes Fahrrad. Jetzt auch noch im passenden Design für die Weltmeisterschaft. Ich glaube, da kann nichts schief gehen für Syndicate. Ein Fahrer, bei dem wirklich alle drauf warten, dass der Knoten endlich platzt und er endlich seinen ersten Sieg einfährt, ist Dakota Norton. Im World Cup hat es bisher noch nicht geklappt, vielleicht ja hier bei der Weltmeisterschaft. Seit diesem Jahr fährt der Amerikaner für Mondraker, fürs Factory Team. Alle drei Jungs vom Team haben hier sehr, sehr coole custom lackierte Räder. Ronan Dunn, Ryan Pinkerton und eben auch Dakota Norton. Dakota so in einem blau-weiß-roten Design, ist ja klar als US-Amerikaner. Und die Besonderheit an seinem Rad ist natürlich der Lenker mit wahnsinnig viel Rise, 75 mm sind es, wenn ich richtig informiert bin. Also hält man das Rad so, werden noch hin und wieder Witze gemacht, dass er eher nach Harley fährt. Aber seinem Fahrstil und seiner Statur kommt es echt entgegen, weil er sehr groß ist, gleichzeitig aber auch recht kurze Arme hat. Deswegen will er einfach einen hohen Stack. Das hat er erreicht mit dieser Maßnahme. Und ansonsten ist das Mondraker, der Prototyp, extrem anpassbar. Also es gibt mehr Flipchips, als ich zählen kann. Man kann den ganzen Tretlagerbereich ausbauen, verändern. Und was ganz interessant
interessant ist, an der hinteren Bremsaufnahme bzw. am Hinterbau haben die so einen kleinen so kleine Gewichte montiert, in denen befindet sich ist ein Behälter, in denen befinden sich Federn und Gewichte. Die sollen so ein bisschen die Vibrationen rausnehmen. Das ist was man hier jetzt das erste Mal so ein bisschen offensichtlicher sieht und eine Maßnahme, mit dem Teams wie Montrake, aber auch andere Teams rumexperimentieren, um die Performance einfach nochmal auf ein neues Level zu heben. Echt eine spannende Sache. Eine der nicht so schönen Nachrichten der letzten Wochen war, dass das Madison Saracen Factory Team seine Pforten schließt nach Ende der Saison, was die Jungs aber nicht daran gehindert hat, für die Weltmeisterschaft nochmal richtig coole Bikes aus dem Hut zu zaubern. Greg Williamson und Matt Walker gehen hier an den Start. Der eine ist ein Brite, der andere ist ein Schotte. Wir haben uns das Rad von Greg Williamson angeschaut. Richtig schickes Design. Greg Williamson hat sich beim letzten World Cup in Leger an der Schulter verletzt, ist jetzt aber wohl wieder komplett fit und ist bis dato eine wirklich starke Saison gefahren mit einigen Top-10-Ergebnissen. Ist die bisher beste Saison seiner Karriere. Und wir drücken ihm einfach mal die Daumen, dass er hier auch nochmal so richtig ein Knallerergebnis fahren kann und sich vielleicht auch für andere Teams ins Rampenlicht stellt. Deswegen toi toi toi. Ein Rad, das auf den ersten Blick gar nicht mal so spektakulär aussieht, auf den zweiten aber umso mehr, ist das Track Session von Loris Vergier. Hat eine Custom-Lackierung hier für die Weltmeisterschaft bekommen. Ich hoffe, unser Kamerakind Patrick hat das passend eingefangen. Und generell sind die Räder von Loris Vergier ja bis ins letzte Detail ausgetüffelt und durchgetrickt. Interessant hier für das Rad in Andorra ist einerseits das RockShox Flight Attendant Fahrwerk, was er fährt, also ein elektronisch anpassbares Fahrwerk, was vielleicht auch für ihn ein bisschen Arbeit übernimmt. Bin ich mal gespannt, ob das im oberen Teil der Strecke ein anderes Setting wählt als im unteren Teil, beziehungsweise kann man dann mit einem Hebel umstellen. Und auch er hat ähnlich wie Dakota Norton diese Behälter mit Gewichten und Federn drin an seinem Rad. Einmal hinten am Hinterbau im Bereich des Dämpfers und einmal auch vorne schön versteckt hinter der Startnummer. Das soll eben diese Vibrationen rausfiltern und man kann sich sicher sein, dass das Team extrem viel rumexperimentiert hat. Sein Mechaniker, der hier sitzt, der ist wirklich bekannt dafür, jedes kleine Detail auseinanderzunehmen. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier für ein Aufwand betrieben wird. Und Loris Vergier ist traditionell in Andorra ziemlich stark. Er lebt auch hier in Andorra, verbringt hier viel Zeit, trainiert hier viel. Das heißt, ihn muss man für das Rennen am Samstag wirklich auf dem Schirm haben. Ein richtig geiles Rad, eines meiner Favoriten, ist das Cube 215 von Max Hartenstern, der deutschen Hoffnung bei den Männern. So ein bisschen Sam Hill inspiriertes Design, so chromfarben mit neongrünen Akzenten, sieht richtig schick aus. Je mehr man sich mit dem Rad beschäftigt, desto mehr Details entdeckt man. Und ist einfach eine sehr, sehr spannende Karre. Cube fährt ja seit einiger Zeit den Prototyp hier im World Cup, also Viergelenker-Hinterbau mit High-Pivot-System und Bremsmomentabstützung. Jetzt muss man kurz Jess Blewett hier durch. Ja, die fährt auch für Cube. Ist auch bei den Damen, muss man die auf dem Schirm haben. Ja, und ansonsten kann man sich sicher sein, dass das Team noch einige Asse aus dem Ärmel zaubert. Ich frage mal hier kurz den Kevin, der hier am Pumpen ist. Habt ihr irgendwelche Details, die wir hier nicht zeigen dürfen, nicht verraten dürfen? Irgendwelches Top-Secret-Zeug? Meine Bizeps. Sein Bizeps, ja. Okay, das wird der Schluss des Erfolgs sein. Wir drücken die Daumen. Bei den Männern geht es ziemlich spannend zur Sache, aber noch härter umkämpft ist das Rennen bei den Frauen. Da gibt es 5 oder 6 absolute Top-Favoritinnen auf die Goldmedaille am Samstag. Eine von denen ist mit Sicherheit Camille Balanche. Die hatte letztes Jahr hier ein Rennen, was sie sicherlich gerne vergessen würde, ist da schwer gestürzt. Laboriert immer noch an den Spätfolgen einer Gehirnerschütterung, ist mittlerweile aber wieder richtig gut in Form. Fährt das Commensal Supreme. Das Team macht leider zum Ende der Saison, schließt die Pforten. Das heißt, da wird es einige Veränderungen geben. Aber umso größer wird die Motivation sein, hier in Andorra im Hauptsitz von Commensal nochmal richtig gute Ergebnisse einzufahren. Und Camille Balanche ist schon mal Weltmeisterin geworden, wird sich hier sicherlich wieder den Titel holen wollen. Und das macht sie auf einem sehr, sehr schicken weiß-roten Arbeitsgerät, dem Commensal Supreme, so ein bisschen im Schweiz-Design. Es sind einige interessante Details am Fahrrad. Sie fährt beispielsweise noch nicht die brandneue Shimano Saint-Bremse, die wir nicht zeigen dürfen, sondern sie fährt weiterhin, setzt sie auf XTR-Stopper in Kombination mit dem Saint-Antrieb, ansonsten Fox-Fahrwerk, Michelin-Prototypenreifen, und man kann sich sicher sein, dass es hier noch einige Details gibt, über die wir jetzt nicht so im Detail sprechen dürfen, die man aber vielleicht erkennt, wenn man etwas genauer hinschaut. Von daher, schaut gut hin. 3, 2, 1, talk to me. Hallo, ich bin der Simon Maurer. Ich fahre für Fracebike und das ist mein Fracebike Prototyp
Wir haben hier den zweiten Prototyp der Marke Phrase Bike. Wir haben ein komplett CNC gefrästes Rad. Es ist aus einem Stück gefräst. Wir haben keine einzige Schweißnaht an dem Rad. Wir sind gerade in der Entwicklung, haben viele Sachen, die wir testen und ausprobieren. Und ja, es ist ein sehr, wie ihr seht, sehr wildes Konzept. Sieht cool aus und ich fahre ein RockShox Fahrwerk vorne mit Klausmann Suspension Setting. Das sind wir immer viel am Testen und am Ausprobieren und am bestes Setup finden für die jeweiligen Strecken. Hinten fahre ich im Moment einen Fox-Dämpfer, der im Moment am besten funktioniert und wir da das beste Setup haben. Wir haben im Moment neu auch eine Bremsmomentabstützung hinten, die einfach das Bremssystem entkoppelt vom Hauptrahmen und wir dadurch andere Anti-Rise-Kurven fahren können. An sich, sonst haben wir O-Chain, ganz wichtig, O-Chain haben wir. Mit 12 Grad. Das Rad hat exakt 12 Grad Pedalrückschlag, deswegen heben wir das quasi komplett auf und sind da komplett neutral. Ansonsten fahre ich ein relativ hohes Cockpit, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Leuten. Einfach weil ich das lieber mag und dadurch ein bisschen mehr auf die Beine stehe hinten und ja, das gut ist für mich. Ansonsten fahre ich die Swiss Laufräder, Continental Reifen. Vorne im Moment den Argotal, weil es hier ziemlich staubig ist und tiefer Boden sein wird und deswegen denke ich, ist der relativ gut vorne. Und hinten ganz normal den Cryptotal Front fahre ich immer vorne und hinten und wenn es eben so ist, dann fahre ich vorne einen Intermediate. Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr. Oh, eine Carbon Sattelstütze. Auch sehr wichtig. Ja. Einfach nur, weil es cool ist. Wir müssen uns beeilen, das Rad von Wally Höll wird gerade hier aus den Pits gefahren, weil das Training der Frauen losgeht. Zum Glück hatten wir ein bisschen Zeit, um das Rad durchzufotografieren und zu filmen. Es hat ein YT Tours mit einer super schicken Custom-Lackierung, so ein Mix aus Weiß und Lila mit den Rainbow Stripes. Wally Höll ist letztes Jahr Weltmeisterin geworden. Sie ist die absolute Favoritin bei den Frauen. Sie ist die Nummer 1, an einem guten Tag praktisch unmöglich zu schlagen, an einem schlechten Tag immer noch sehr schwer zu schlagen. Und ihr Arbeitsgerät für die Weltmeisterschaft hat es auch ganz schön in sich. Die Custom-Lackierung habe ich eben angesprochen. Ansonsten setzt sie auch auf das RockShox Flight Attendant Fahrwerk, also Elektronik am Fahrwerk. Fährt das YT Tours, das ist ja ein sehr anpassbares Rad in der neuesten Ausführung. Im Mullet-Setting mit 27,5 Zoll Hinterrad. Sie ist diese Saison auch schon mit Kettenumlenkung gefahren, also so ein bisschen High-Pivot-mäßig. Auf die Kettenumlenkung hat sie jetzt dieses Mal verzichtet, zumindest noch vorm Training. Vielleicht wird sich das nach den Trainingseindrücken auch noch ändern. Ja, und auch die RockShox Boxer hat sie in einem Custom-Design. Also von vorne bis hinten ist dieses Rad einfach nur gelungen. Von daher, ja, definitiv eines meiner Lieblingsräder hier bei der Weltmeisterschaft. Wenn man über österreichische Downhill-Stars spricht, dann kommen einem natürlich sofort Andy Kolb und Wally Höll in den Sinn. Ein weiterer Österreicher, der aber wahnsinnig gut ist und der auch schon bei einer Weltmeisterschaft auf dem Podest stand, ist David Trummer. Hat dieses Jahr und auch im vergangenen Jahr leider ein bisschen Verletzungspech, hat sich zu Saisonbeginn schwer verletzt. Aber ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung, würde hier in Andorra an den Start gehen, ist vor einigen Wochen bei der österreichischen Meisterschaft auch mal eben aufs Podium gefahren. Und sein Intense M29 ist ein richtig, richtig schickes Rad. Rot mit ein paar schwarzen und weißen Akzenten, also ist so das Österreich-Thema sehr schön aufgenommen worden und ansonsten so altbewährtes, was das Team gut kennt, eben der Intense M29 Rahmen aus Aluminium mit High Pivot, 6 Gelenke Hinterbau oder 4 Gelenke oder 5 Gelenke oder da streitet sich die Community ja noch immer, wie viele Gelenke es denn wirklich sind. Fox-Fahrwerk von seinem Tuner in Österreich speziell auf ihn angepasst und David legt sehr viel Wert auf ein Rad, was sehr nachgiebig ist, sehr viel Flex hat, extra für den Rennlauf wird beispielsweise nochmal die Speichenspannung ein bisschen reduziert. Für David funktioniert super gut, weil er eben einen sehr präzisen und weichen Fahrstil hat. Da kommt ihm das gut, aber das muss man eben auch können. Und wenn es jemand kann, dann ist es definitiv David Trummer. Das letzte Rad in unserer World's Bikes Boxengasse-Tour ist das Pivot von Jake Jewett. Das Pivot-Team ist ja seit einiger Zeit auf dem Prototyp unterwegs mit 2 Ketten und sehr innovativem Hinterbau und Antriebskonzept. Jetzt neu, seit einigen Wochen ist das Team auf einem Carbon-Hinterbau unterwegs. Davor waren es gerade Carbonrohre, die mit Muffen zusammengehalten worden sind. Jetzt ist es sozusagen ein einteiliger Carbon-Hinterbau, der aus der Mold kommt. Das heißt, man sieht dem Rad an,
dass es sich aus dem Prototypenstadium immer näher in Richtung Serienreife kommt oder zumindest verbessert wird. Ob das Rad so jemals in Serie kommt, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall ist das ganze Pivot-Team ja sehr international aufgestellt. Jeder Pivot-Fahrer ist auf einem landesspezifischen Design unterwegs. Jake Jewett natürlich mit der kanadischen Flagge und dem Maple Leaf auf dem Rad unterwegs. Sein kleiner Bruder fährt bei den Junioren mit, ist da einer der Favoriten. Und wir fahren jetzt einfach mal im Lift nach oben, schauen uns das Training an, machen mit dem VMAX Raw Video weiter und schauen uns einfach mal auf der Strecke an, wie diese ganzen schicken Custom-Bikes sich in der Praxis schlagen. Dabei viel Spaß. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den Bikes habt, einfach in die Kommentare damit und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!